Ich bin abgesoffen direkt neben einer Gützi-Fabrik. Aber zuerst fliegen wir mal ganz tief in Schatten und haben ein Low-Safe am anderen. So geil! Ich bin wieder ausgegraben! Es ist Ende August 21, ich stehe gerade auf dem Startplatz von Röti beim Weissenstein im Jura und es sieht ganz danach aus, als sei das mal wieder ein super Tag zum Absaufen, wahlweise im Jura oder im Flachland. Falls du kein Schweizerdeutsch verstehst, aktivier mal die deutschen Untertitel. Ich schreibe die jeweils von Hand und das ist ein ziemlicher Aufwand. Und falls du Untertitel nicht magst, es hat inzwischen auch schon ein paar hochdeutsche Videos auf diesem Kanal. Mehr zum Thema Dialekt oder Hochdeutsch gibt es dann noch am Schluss vom Video. Jetzt geht es aber zuerst mal weiter auf Berndeutsch. Juri hui, wir sind gestartet und weil es so schön ist, machen wir doch gerade mal einen Vollkreis im Sinken. Uiuiui, jetzt haben wir da ja Steigen. Aber mit diesen Steigwerten und diesem Windversatz haben wir glaube ich nicht so Gefahr, dass wir da plötzlich weit raufkommen. So, und seht ihr hier, wie ich eigentlich mehr gegen rechts fliege als in die Richtung, wo der Schirm schaut. Das bedeutet, ich habe Gegenwind. Und außerdem bin ich so leicht im Lee von dieser Ridge, die da voll in der Sonne steht. Aber nein, wir gehen jetzt sicher nicht ins Lauf. Immerhin, dort könnte es ja noch Thermik haben und steigen oder so. Da fliegen wir jetzt ganz sicher zuerst mal lieber ins Lee und in Schatten. Und zwar nicht nur ein bisschen Schatten, sondern ganz viel Schatten. Hey, hallo? Jetzt bin ich abgesoffen. Oder was meinst du? Ich habe da noch ein paar wenige Meter über Boden und es hat weit und breit einfach nur Schatten. Da sehe ich irgendwie nicht mehr so viele Chancen. Aber schauen wir mal. So, jetzt bin ich gerade auf der Röti gestartet und gerade mal prompt fast abgesoffen. Es hat einfach gar nichts wollen. Es hat Mühe vor der Thermik am Jura vorne. Jetzt bin ich hier so viel tief angekommen, dass ich eigentlich keine Chance mehr gesehen habe. Das geht rauf. Offenbar ist wirklich Flachland besser als der Jura, aber das haben wir auf dem Startplatz schon angenommen. Mal schauen, wie weit auf der Schlauch noch geht. Aber es fühlt sich schon viel besser an. Ja, nicht aufhören. Jawohl. Das war jetzt also der erste Versuch vom Absaufen. Und der ist jetzt gerade mal so haarscharf in die Hose. Aber schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Schon eine riesige anständige Höhe. Jetzt habe ich definitiv Röti überhöht. Hier aussen fand. Ich kann nicht abschätzen, wie nah es die Woche ist. Jetzt habe ich das Gefühl, muss ich auf das Gas. Ihr müsst irgendwo raufgehen, oder? Come on, please. Ich bin ein bisschen steigen. Ja, also wenn die Thermikgötter mir meine Wünsche so von den Lippen ablesen, dann wird der Sender nichts mit absaufen. Wobei das schwache Steigen bringt eigentlich nicht unhuere viel. Aber ja, das gute Steigen ist dann halt auch nicht huere weit weg gewesen.
An dieser Trackspur kann man jetzt gerade ziemlich gut die Thermikcharakteristik von diesem Tag ablesen. Alle paar Kreisli muss man die Thermik immer wieder neu suchen. Das ist ziemlich anstrengend und braucht auch jedes Mal wieder ein bisschen Glück. Das sind beides Faktoren, die uns früher oder später mal helfen könnten zum Absaufen. Genau gewusst, dass ich zum Sinken drehe. Das ist trotzdem gemacht. Ich verstehe nicht ganz, warum sie das machen. Ausgezeichnet, das tönt doch schon viel mehr nach Absaufen. Und langsam sind wir schon gar nicht mehr so hoch. Wird es sich etwas das Mal? Oh nein, es geht ja schon wieder rauf. Stellt sich nur die Frage, für wie lange? Gar nicht geschickt sein. Jetzt muss ich halt tief losfliegen. Schau jetzt, das ist doch schon viel besser. Und ja vielleicht gleich noch ganz auf. Tja, jetzt geht's halt gleich nochmal auf eine halbwegs anständige Höhe rauf. Aber glaubt mir, allzu lang habt das nicht. Und am Startplatz haben wir gerade noch über die Linienwahl im Flachland geredet. Wir sind darauf gekommen, dass geradeausfliegen eigentlich am gescheitsten ist, weil sich die Wolken zu schnell verändern, als dass man sich nach denen richten könnte. Und jetzt schaut ihr die Linien an, die ich bin geflogen. Ist geil, wie ich es umgesetzt habe. Und so bin ich jetzt gleich langsam wieder auf einer recht bedenklichen Höhe. Fuck! Warum sauft es hier rum? Es steigt hier einfach nicht. Irgendwo muss es hier hochgehen. Yes, sir. Genau dieser Ort ist übrigens ein Klassiker. Ich habe mich da schon mehr wieder einmal ausgegraben. Ich bin viel zu wenig hoch. Ich habe jetzt gerade gerettet, aber nicht mehr. Hier, was sollte steigen, sauft es jetzt plötzlich. Ja, mit dem Saufen komme ich nicht mehr weit. Schau mal, wie ich da die ganze Zeit so kurz vor dem Absaufen bin. So Facts eben, wenn man nie so easy peasy hoch ist. Es ist komisch heute. Die Thermikcharakteristik ist irgendwie so, dass ich nicht damit ankomme. Es schießt mir die ganze Zeit aus den Schläuchen raus. Wir sind so neu suchen und plötzlich sind sie weg. Oder zumindest finde ich sie nicht mehr. Fällt mir nicht ganz leicht. Du kommst ein paar Meter rauf und dann verlierst du es wieder. Merci, Vogel. Endlich mal wieder halbwegs vernünftige Höhe hier. Was? Im Flat? Uiuiui. Das ist ja krass. Ja, also das ist irgendwie schon noch lustig. Wenn wir vom Flat oder vom Flachland reden, kann es durchaus sein, dass wir da das Emmental mitmeinen. Und ich meine, das Emmental für die Deutschen sind das Berge. Aber jetzt haben wir ja Turbulenzen gehabt und in der Nähe von Turbulenzen hat sie Regulothermik. Nur wo genau ist die? Das gibt gar nichts mehr. Hier hat jetzt so schöne Wolken oben dran gehabt, dass ich einfach überzeugt war, es müsse hier nicht mehr so wirklich gut raufgehen. Und wegen dem habe ich dann so ein bisschen lustige, einigermaßen sinnfreie Formen geflogen. Wo ist es denn eigentlich steigen? Fuck, warum sauft es jetzt hier? Ich hätte erwartet, dass es hier steigt. Da mache ich jetzt ein paar letzte verzweifelte Kreisli
verlasse die Geschichte aber schlussendlich tiefer, als ich eigentlich bin reingeflogen. Und jetzt wird es extrem kritisch. Haben wir es jetzt echt das mal geschafft mit dem Absaufen? So, jetzt ist aber vorbei, oder? Oder glaubst du wirklich daran, dass man sich von dieser Position noch ausgraben kann? Also die einzige Chance wäre da vielleicht ein Vogel. Aber auch das bräuchte ja auch viel Glück. Es hat jetzt hier so ein bisschen Schwälbli gehabt, die sieht man auf dem Video natürlich nicht. Krass, es hat also wirklich etwas so in der Art von einem Steigen. Aber ja, wir sind noch nicht gerade gelandet, aber gerettet haben wir uns noch lange nicht. Hier habe ich jetzt gerade noch so eine interessante Fallstudie. Mein Steigen hat abgestellt und ich muss jetzt etwas Neues suchen. Es hat überall so ein bisschen leichtes Steigen, aber wann ist der richtige Moment zum Eindrehen? Jetzt habt ihr es gerade gesehen, ich war kurz davor, einen Thermikkreis zu machen, habe mich dann aber gerade noch dagegen entschieden und frage mich jetzt, ob das ein Fehler war. Vielleicht wäre das vorhin jetzt der rettende Schlauch gewesen und jetzt kommt einfach nichts mehr. Eine recht angespannte Situation. Aber das hier dünkt mir jetzt besser. Ja! Yes! Jetzt kann ich sagen, ich habe einen Low Safe gehabt. Safe to stay. So geil! Ich habe mich wieder ausgegraben! Zweit Low Safe heute. Dritt. Ich finde es immer wieder krass, wie nah die beiden Extreme beim Gleitschirmfliegen beieinander sind. Jetzt habe ich erst gerade einen der knappsten Low-Safe in meiner ganzen Gleitschirmkarriere und gerade mal eine gute Viertelstunde später habe ich die höchste Position vom ganzen Flug. Jetzt müssen wir hier aber gerade eine ganz interessante Entscheidung fällen. Auf der linken Seite haben wir Sonne, aber es ist gerade so ein blaues Loch, also ziemlich weit keine Wolke. Das ist tendenziell nicht so ein gutes Zeichen. Geradeaus steht hingegen so eine Wolke, die eigentlich gerade ziemlich perfekt aussieht. Allerdings steht dort so ziemlich alles im Schatten. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern einfach extrem grossräumig. Und wie war jetzt das mit den Wolkenzyklen? Ja genau, man sollte nicht unbedingt die schönsten Wolken anfliegen, weil bis man dann dort ist, sind die schon wieder verkehrt. Kleiner Disclaimer, die Länge der Wolkenzyklen kann an jedem Tag und jedem Fluggebiet wieder anders sein. Also, zum Absaufen ist es natürlich eine sehr gute Idee, jetzt einfach voll in den Schatten reinzufliegen. Ich finde hier sogar noch ein bisschen steigen, bin an dieser Stelle aber noch recht zuversichtlich, dass ich noch weiter im Schatten noch viel besseres Steigen finde. Diese Einstellung ist natürlich auch sehr förderlich zum Absaufen. Sieht nicht gut aus. Sehr schwierig werden, hier nochmal raufzukommen. Fuck, jetzt bin ich aber abgesoffen. Jawohl, jetzt habe ich mein Schicksal akzeptiert. Ich bin jetzt mal noch dort vorne um die nächste Ecke geflogen. Einerseits mit einer kleinen Resthoffnung, dass dort vielleicht gleich noch etwas steigt, aber auch einfach, weil dort der Bahnhof ist. Und als ich da um die Ecke komme, sehe ich plötzlich ein Gebäude, das mit Kambli angeschrieben ist. Kambli, das ist da die Fabrik, die die feinen Güte herstellen. Und die haben dort eben Fabrik geladen. Eigentlich hätte ich das ja gewusst, dass das zu beschachen ist. Aber das ist mir tatsächlich erst in dem Moment bewusst worden, als ich das Kambli-Logo gesehen habe. Und in dem Moment habe ich das Absaufen viel weniger schlimm gefunden. Es hat auch direkt neben dem Fabrikladen ein super Landefeld und die Windsituation war auch extrem ruhig gewesen.
So, da, jetzt habe ich mal wieder unter Beweis stellen, dass ich das Absaufen gleich noch nicht ganz verlernt habe. Jetzt habe ich euch aber am Anfang noch versprochen, dass ich am Schluss noch etwas zum Dialekt oder Hochdeutsch sage. Zuerst mal merci für die vielen Kommentare zu diesem Thema. Das scheint irgendwie allen am Herzen zu liegen und es gibt sehr viele Meinungen dazu. Viele von euch haben den Wunsch geäußert, dass sie wieder berndeutsche Videos machen. Und klar, ich finde das auch viel cooler und authentischer und mache es eigentlich auch lieber so. Dann hat es aber auch ein paar Kommentare gegeben, die gefunden, die es nicht verstehen können, ja die Untertitel lesen. Und das ist halt gleich nicht ganz so einfach. In meinen Videos hat es ja sonst eigentlich schon 3 Orte, die du gleichzeitig anschauen willst. Da dazu noch Untertitel zu lesen, macht mein Format eigentlich ein bisschen kaputt. So viel schon mal zu dem vorweg. Es wird nächstens vermutlich noch ein eigenes Video extra zu diesem Thema geben. Aber so wie ich es im Moment sehe, wird es wahrscheinlich nicht einfach ein Entweder-Oder geben, sondern irgendeine Form von einer Mischlösung. Und dann noch ganz kurz zu Ogoi. Das ist das Tool da, wo ich die geilen 3D-Animationen damit mache. Das habe ich eben selber entwickelt. Wenn du das brauchen willst, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Aber was ich eigentlich wollte sagen, es wird in den nächsten 1 bis 2 Wochen ein grösseres Ogoi-Update geben. Macht euch schon mal auf etwas gefasst. So, falls du meine Biwakflugserie, die ich mit dem Band zusammen gemacht habe, noch nicht gesehen hast, die verlinke ich dir hier. Übrigens haben dort sehr viele Leute die 2. und die 6. Folge nicht gesehen und ich kann nicht ganz verstehen, warum. Von dem her kannst du vielleicht mal kontrollieren, ob dir dort noch etwas entgangen ist. Und in diesem Video hier zeige ich noch ein bisschen, wie es technologisch auf diesem Kanal könnte weitergehen und was du das Jahr noch alles könntest erwarten. Also, dann bis gleich, habt's noch gut, ciao zusammen.